Wir brauchen heute 3 Maiskolben mit dem Grün drumherum und 500 Gramm Reis. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Wir machen heute ein super spannendes Experiment. Wir züchten unsere eigenen Kochi-Sporen. Und das ist auch ziemlich gefährlich. Legen wir los. Also das ist definitiv mein spannendstes Projekt, seit ich mich mit dem Kochen oder allgemein Essen beschäftige. Nicht mein farbenfrohstes Video, aber spannend. Die Möglichkeit, seinen eigenen Kochi-Starter mit wildem Aspergillus oryzae zu züchten, ist nicht ganz ungefährlich. Daher bitte ich dich, das Video bis zum Ende anzuschauen, bevor du loslegst mit deinem eigenen Experiment. Ich fange schon mal an und gehe gleich auf alles genau ein, kurz noch ein paar Details zum Verständnis. Schon als ich mit dem Fermentieren mit Kochi begonnen hatte, kam in mir die Frage auf, ob man den wohl auch selber machen kann. Irgendwann habe ich mich dann mal hingesetzt und danach gesucht. Es gibt da dieses Video von Two Guys and a Cooler, in dem Erik mit Sandor Katz darüber spricht, ob es möglich ist, wilden Aspergillus oryzae zu vermehren und als Kochi-Starter zu kultivieren. Nebenbei zeigt er, wie er vorgegangen ist und am Ende seinen eigenen Kochi gezüchtet hat. Das Video verlinke ich in der Infobox, falls du es dir mal anschauen möchtest. Ich habe das dann erstmal ruhen gelassen, bis mich ein Zuschauer in einem Kommentar darauf angesprochen hat, ob ich wüsste, wie man Kochi-Starter selber machen kann. Es kam dann auch das erwähnte Video zur Ansprache und dass er es ausprobieren möchte. Die Rückmeldung bis heute lautet, es sieht gut aus. Okay, dachte ich mir, wenn es gut aussieht, musst du das auch mal ausprobieren. Die Idee dahinter ist, dass sich Kochi-Sporen in der Hülle um den Maiskolben ansammeln, den sogenannten Hüllblättern. Wickelt man gedämpften Reis in die Hüllblätter ein, soll sich der Kochi darauf ansiedeln und vermehren. Ganz genau sprechen wir von Aspergillus oryzae, den wir einfangen und vermehren wollen. Ich habe mir also ein paar Maiskolben besorgt und die Hüllblätter von den Kolben abgelöst. Als nächstes habe ich, wie bei Two Guys and a Cooler vorgeführt, den Reis in die Hüllblätter eingewickelt. Damit der Reis gut mit den Blättern in Kontakt kommt und sie sich nicht wieder entrollen, binde ich die Päckchen noch mit etwas Garn zu. Erik von Two Guys and a Cooler stellt die gefüllten Maispäckchen dann in einen Inkubator bei 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Da es bei mir immer um die 30 bis 35 Grad warm ist, brauche ich keinen Inkubator. Die Luftfeuchtigkeit ist auch recht gut, aber ich wickle die Maispäckchen zusätzlich noch in ein feuchtes Baumwolltuch, um die Luftfeuchtigkeit noch weiter zu erhöhen. Die optimale Temperatur für Aspergillus oryzae liegt übrigens zwischen 28 und 25 Grad Celsius. Zwischendurch frische ich das Tuch immer wieder auf und feuchte es an. Wenn es kühler ist, kann man aber auch die Backofenbeleuchtung einschalten und die Päckchen auf dem Blech in den Ofen stellen. Noch mit einem feuchten Tuch abdecken und zusätzlich eine Schale mit Wasser dazustellen und die Luftfeuchtigkeit und Temperatur werden locker erreicht. Nach 72 Stunden ist es Zeit, sich das Ergebnis anzuschauen. So lange braucht der Kochi normalerweise, um zu wachsen und Sporen zu bilden, die man dann zum Vermehren nutzen kann. Um es abzukürzen, es ist ein bunter Mix von Schimmel aller Art gewachsen, aber dazwischen tatsächlich auch in einigen Päckchen an einigen Stellen Aspergillus oryzae. Die grünen Punkte, die man erkennen kann, sind Aspergillus oryzae. Ich versuche, möglichst reine Proben davon zu entnehmen. Um die Sporen zu strecken und damit sie sich gleich besser auf gedämpften Reis verteilen lassen, mische ich die Reiskörner mit etwas geröstetem und sterilisiertem Reismehl. Reis und Reismehl mahle ich dafür im Blitzhacker. Ich trage übrigens während des ganzen Experiments eine Maske. Ich weiß, das ist kein Biohazard-Anzug, aber besser als nichts. Den gedämpften Reis mische ich damit gut durch und decke ihn mit einem feuchten Tuch ab, um die Luftfeuchtigkeit annähernd auf 90% zu bekommen. Nach 24 Stunden kontrolliere ich den Reis. An einigen Stellen ist gelber Schimmel gewachsen, den ich versuche zu entfernen, in der Hoffnung, dass sich die wenigen Kochi-Sporen durchsetzen können und vermehren. Nach insgesamt 2 Tagen kann man deutlich erkennen, dass sich der Kochi gut vermehrt hat, allerdings stark verunreinigt durch roten und gelben Schimmel. Ich weiß leider nicht, um welche Art es sich dabei handelt. Sicher ist, roter und gelber Schimmel sind kein guter Schimmel. Die verwendeten Sporen waren offensichtlich zu stark mit anderen Sporen kontaminiert. Und ich sehe hier auch keine Chance, eine saubere Probe entnehmen zu können.
Da ich aber noch genug Mais da hatte, habe ich das ganze Experiment noch einmal gemacht. Alles desinfiziert wie ein Weltmeister und dieses Mal ohne die Ablenkung durch die Kamera. Ich habe mir gedacht, einer Probe noch etwas Reismehl beizumischen erhöht vielleicht die Chance. Um es kurz zu machen, auch der zweite Versuch ist fehlgeschlagen. Ich fürchte, diese Methode funktioniert nicht. Zumindest nicht für mich. Ich musste erstmal ganz dringend jetzt alles desinfizieren. Am besten wäre wahrscheinlich anzünden gewesen. Kommen wir noch mal kurz zu meinem Fazit zu dem Ganzen. Wer zu schnell aufgibt, der kommt nie ans Ziel. Ich war doch recht frustriert, dass es nicht funktioniert hat und habe es erst einmal 2 Wochen sacken lassen. Ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden und gedacht, dann schreibst du halt einen Beitrag und machst ein Video, in dem du erklärst, dass es nicht funktioniert oder nur mit Glück oder so. Und während ich darüber nachdenke, was ich in diesem Beitrag schreibe, kam mir der Gedanke, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Irgendwoher muss der Kochi ja kommen. Irgendwer muss das doch schon mal gemacht haben. Und wie wurde das früher gemacht? Eine wochenlange Recherche begann. Ich habe in Datenbanken von Universitäten gesucht und mit Hilfe des Übersetzers versuchte ich, mich durch japanische Webseiten zu arbeiten. Da die Übersetzungen eher vagen Vermutungen ähneln, musste ich sehr viele Kombinationen von japanischen Schriftzeichen ausprobieren, aber das hat sich gelohnt, denn ich bin auf die Seite von Nakamura-san gestoßen. Er hat auch viel experimentiert und hatte letztendlich mit Reiskleie Erfolg. Reiskleie sind die Schalen vom Reis, die fein gemahlen werden und in der Regel als Pferdefutter verwendet werden. Das habe ich natürlich ausprobiert und ich muss sagen, es könnte klappen. Und zwar werden 200 Gramm Reiskleie mit 100 Gramm Wasser gemischt. In den nächsten 10 Tagen sollte sich darauf Aspergillus oryzae vermehren, der oft auf Reisstroh zu finden ist. Wie man sehen kann, ist bereits nach der ersten Nacht eine schöne haarige Schicht irgendwas gewachsen. Das könnten die Hyphen vom Aspergillus sein. Nakamura schreibt, es dauert 10 Tage bei 35 Grad und nicht wärmer, da sich ansonsten andere Schimmel stärker vermehren. Leider ist die Übersetzung so schlecht, dass nicht klar wird, von welchem Schimmel er spricht. In jedem Fall wird der haarige Schimmel auf meiner Reiskleie über die nächsten Tage immer dichter und dunkler. Ich dachte schon, wieder nix und wollte alles entsorgen. Ich habe aber jeden Tag ein Foto davon gemacht und beim Hineinzoomen habe ich einen Schatten gesehen und gedacht, da wächst doch noch was drunter. Und wie man sieht, haben sich kleine Inseln von Aspergillus oryzae darunter gebildet, mit feinsten grünen Sporen daran, die ich mit meinem sterilisierten Werkzeug entnehme und in einem sterilen Behälter im Kühlschrank lagere. Inzwischen bin ich bei meiner Recherche auf den Begriff Tane-Kochi gestoßen, das japanische Wort für Samen-Kochi. Und zwar hat man in der Muromachi-Periode 1333 bis 1573 nach Christus herausgefunden, wenn man wilden Kochi mit Asche mischt, kann man eine Kontamination mit anderen Schimmelpilzen verhindern. Was man damals noch nicht wusste ist, das liegt daran, weil die Asche stark alkalisch ist und der hohe pH-Wert das Wachstum anderer Schimmelpilze unterdrückt, nicht aber Aspergillus oryzae. Beschrieben wird die Verwendung von verkohlten Blättern der Säbelzahneiche, die unter sauerstoffarmen Bedingungen zu Kohle verbrannt wurden. Die Sporen wurden damit gemischt und zwischen Papier geschichtet, um sie aufzubewahren oder transportieren zu können. In einem Beitrag zur Geschichte der Kochi-Kultivierung auf der Webseite von Biok, einem Produzenten von Samen-Kochi, Tane-Kochi, steht, dass Professor Takeo Koizumi von der Tokio-Universität ein Experiment gemacht hat, bei dem wilder Kochi auf gedämpftem Reis gezüchtet wurde. Dabei sind, wie bei mir am Anfang zu sehen, auch gelbe, rote und andere Schimmelkulturen gewachsen. In dem Experiment wurde dann Asche über den gesamten Schimmel gestreut und täglich eine Probe entnommen und erneut auf Reis wachsen gelassen. Nach 12 Tagen war nur noch Aspergillus oryzae auf dem neuen Reis zu finden. Und da habe ich mir gedacht, dann kann man doch versuchen, den gedämpften Reis gleich mit Asche zu mischen.
In einem anderen Beitrag konnte ich erfahren, dass 1% vom Reisgewicht als Asche hinzugefügt werden kann. Das habe ich gemacht, und zwar habe ich etwas Holzkohle durchglühen lassen und durch ein feines Sieb gefiltert. Eine Hälfte vom gedämpften Reis habe ich mit Asche bestreut und mit meinen geernteten Sporen von der Reiskleie gemischt. Danach habe ich ihn auf einem Bambustablett zwischen feuchten Tüchern wachsen gelassen. Die andere Hälfte Reis habe ich nur mit Asche vermischt und in eine Glasschale gegeben, die ich mit einem feuchten Tuch ausgelegt habe, um ein feuchtes Klima zu erzeugen. Den Deckel habe ich nur leicht aufgelegt und täglich kurz angehoben, damit frische Luft an den Reis kommt. Nach bereits 3 Tagen ist auf dem Reis vom Bambustablett mit den geernteten Sporen Kochi gewachsen. Es ist aber auch anderer Schimmel gewachsen, jedoch längst nicht so ausgeprägt wie ohne Asche. Ich habe versucht, mit meinem sterilen Werkzeug so viele Sporen wie möglich zu sammeln. Auch auf dem Reis in der Glasschale haben sich einen Tag später als auf dem Bambustablett neben einem grauen, haarigen Schimmel richtig viele Kochi-Sporen vermehrt, die sich sehr gut entnehmen ließen, ohne dass sie mit anderen Schimmel kontaminiert waren. Ich habe die gesammelten Kochi-Sporen erst einmal in den Kühlschrank gestellt und wieder Reis eingeweicht. Am nächsten Tag habe ich den Reis gedämpft und danach gewogen. Ich wollte ihn dieses Mal erst in der Schüssel mit der Asche mischen, um den Reis so gut wie möglich damit zu überziehen. Eine Hälfte vom Reis habe ich mit den Sporen aus der Glasschale gemischt und das Ganze dann wieder in einer Glasschale wachsen gelassen. Den restlichen Reis habe ich in der Schüssel mit den anderen gesammelten Sporen vom Vortag gemischt und zwischen 2 feuchte Tücher geschichtet, die ich auf ein Bambustablett gelegt habe. Nach 48 Stunden haben sich sowohl in der Glasschale als auch auf dem Bambustablett reichlich Kochi-Sporen entwickelt. Nach insgesamt 3 Tagen ist der Reis annähernd komplett grün mit Kochi-Sporen überwachsen. Um ihn als Starter verwenden zu können, trockne ich den Reis-Kochi und male ihn anschließend im Blitzhacker. Man beachte die grünen Wolken von Kochi-Sporen, die sich bei der Entnahme bilden. Jetzt aber bitte immer noch nicht wegrennen und damit beginnen, Kochi zu züchten. Wir sind noch nicht ganz fertig. Mit den Sporen vom Bambustablett verfahre ich auf die gleiche Weise. Meinen Kochi-Starter fülle ich danach in Gläser ab und beschrifte sie, damit ich weiß, in welchem Glas welcher Kochi ist. Wie man sieht, ist der Kochi vom Bambustablett nicht ganz so kräftig grün. Wir nähern uns dem Finale. Zum einen möchte ich jetzt noch wissen, wie gut der Kochi-Starter funktioniert. Danach möchte ich ihn natürlich noch ausprobieren und ob der damit produzierte Reis-Kochi auch macht, was er soll. Sei so lieb und lass mir etwas Applaus da, in Form eines Daumens nach oben und eines freundlichen Kommentars. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal. Dankeschön. Ich habe also wieder Reis gedämpft und mit dem Starter-Kochi geimpft. Nach 24 Stunden messe ich mal die Temperatur, um zu sehen, wie stark das Wachstum ist. Je höher die Temperatur, desto höher die Aktivität. Die Tücher habe ich zwischendurch schon 2-mal frisch angefeuchtet, um die Luftfeuchtigkeit so hoch wie möglich zu halten.
Glücklicherweise haben wir gerade Temperaturen zwischen 26 Grad in der Nacht und 35 Grad tagsüber. Beim Reis mit den Sporen vom Bambustablett ist die Temperatur nur leicht erhöht bei 32 Grad. Man kann vereinzelte weiße Punkte von Wachstum erkennen. Der Reis mit den dunkelgrünen Sporen aus der Glasform zeigt deutlich besseres Wachstum. Ich hoffe, man sieht das auf dem Bildschirm. Mit dem bloßen Auge ist es in jedem Fall deutlich zu erkennen. Deshalb ist die Temperatur auch wesentlich höher, fast 36 Grad. Vorher hatte ich schon annähernd 38 Grad gemessen, ein Indiz für starkes Wachstum. Die Tücher mache ich wieder etwas feucht und wir schauen nach insgesamt 48 Stunden wieder nach, wie sich der Kochi entwickelt hat. Den Anfang macht der Reis mit den Sporen aus der Glasschale. Ich hoffe, man erkennt das. Ich gehe mal so nah wie möglich ran. Der Reis ist super grün und bereits nach 48 Stunden teilweise mit Sporen bewachsen. Der Reiskochi riecht angenehm nach frischen Champignons. Ich werde den Reiskochi als nächstes trocken, um das Wachstum zu stoppen und um ihn aufbewahren zu können. Ich stelle ihn dafür in die Sonne, lasse ihn aber abgedeckt, um ihn vor direktem Sonnenlicht zu schützen. Beim Reis vom Bambustablett hat mit etwas Verzögerung auch Aktivität eingesetzt und die Temperatur ist auf 36 Grad angestiegen. Ich warte damit noch einen Tag. Einen Tag später, nach insgesamt 72 Stunden, ist der Reis vom Bambustablett auch stark bewachsen. Allerdings sind auch gelber, roter und schwarzer Schimmel zu erkennen. Außerdem riecht er nicht so angenehm wie der andere Reiskochi. Aus diesem Grund gehe ich auf Nummer sicher und werde die Sporen aus diesem Experiment nicht weiter verwenden. Der andere Reiskochi ist getrocknet und um herauszufinden, ob es sich auch tatsächlich um Kochi handelt, mache ich damit noch einen Amazake. Auf diese Weise kann ich die Wirkung des Kochis schnell überprüfen. Die Enzyme aus dem Reiskochi brechen die Stärke von gekochtem Reis auf und bauen ihn teilweise zu Zucker ab. Der Amazake sollte, im Fall, dass es funktioniert, schön süß schmecken. Fast so, als ob man den Reis gezuckert hätte. Den getrockneten Reiskochi fülle ich in ein Glas und bewahre ihn im Kühlschrank auf. Für den Amazake habe ich 60 Gramm japanischen Rundkornreis gekocht. Den gebe ich in ein Glas mit 100 Gramm vom Reiskochi und 200 Gramm Wasser. Das Glas verschließen und den Reis bei 60 bis 65 Grad für 12 Stunden fermentieren. Ich stelle das Glas dafür in den Backofen und regle die Temperatur so gering wie möglich ein. Zum Überprüfen verwende ich ein digitales Thermometer. Und dann heißt es wieder warten. Ja, kommen wir zum mit Spannung erwarteten Finale. Also in jedem Fall von mir mit Spannung erwartet. Ja, hier drin ist der Amazake mit den wilden Kochi-Sporen. Also wenn alles funktioniert hat, ich habe noch nicht gespickelt, ich habe es noch nicht geöffnet, ich weiß nicht, was mich erwartet. Wenn alles funktioniert hat, also der Konsistenz nach zu urteilen, der Reis ist ganz schön aufgebrochen, zersetzt, also dann hat die vom Kochi produzierte Amylase die Stärke hier vom Reis in Zucker verwandelt, zumindest ein Teil davon. Und der Amazake sollte schön süß schmecken, wenn man den länger fermentieren lässt und Hefen in den Amazake gelangen, dann entsteht auch Alkohol. Auf diese Weise wird zum Beispiel Sake produziert. Ja, noch ganz kurz ein Wort zur Sicherheit. Das ist definitiv bitte nicht zum Nachmachen empfohlen. Also ich muss das einfach so sagen. Ich weiß selber nicht, was ich hier genau gezüchtet habe. Ich kann hier also auch die tödlichsten Aspergillus produziert und vermehrt haben, die es gibt. Das lässt sich am Ende wirklich nur durch eine genetische Untersuchung herausfinden. Aber so wie die ersten Seefahrer und Mount Everest-Besteiger und Nordpoleroberer sich in die Ungewissheit gestürzt haben, ich meine im Namen der Wissenschaft, ne, probiere ich jetzt mal, was ich hier fabriziert habe. Ich meine, appetitlich sieht es was anderes aus, aber das riecht jetzt mal nicht schlecht. Lassen wir uns überraschen. Also, das schmeckt zuckersüß.
Wie gesagt, also, nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, ob andere Aspergillus-Arten, die ähnlich funktionieren, aber Aflatoxine produzieren, die letzten Endes tödlich sind, weil sie Krebs auslösen, da drin sind. Also bitte nicht nachmachen. Das ganze Video dient einzig und allein der Inspiration. Ich möchte dich inspirieren, eben nicht aufzugeben, auszuprobieren, zu experimentieren, Dinge herauszufinden. Ich habe genug geredet, du weißt, was ich meine. Ich genieße es jetzt, es schmeckt so zuckersüß, das ist unfassbar. Ich habe das jetzt 12 Stunden im Ofen gehabt, weil das mitten in der Nacht war, habe ich das in den Kühlschrank gestellt. Darum ist der Amazake jetzt kalt, oder ich habe ihn jetzt vor einer Weile rausgeholt, jetzt ist er ein bisschen lauwarm, also Raumtemperatur hier 30 Grad. Leckerer ist er, wenn er warm ist. Der ist so süß, das ist krass. Also für meine Begriffe, das hat funktioniert. Ich habe hier meine eigenen Kochi-Sporen gezüchtet. Es gibt da viel. Ich habe soweit alles gesagt, denke ich. Weiterführende Infos dazu gibt es noch auf meiner Homepage. Alles, was mir im Laufe der Zeit noch dazu einfällt, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, was ich bis hier noch nicht gesagt habe, das steht auf meiner Homepage. Der Link dafür ist unterhalb vom Video in der Infobox. Ich verabschiede mich für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat dich inspiriert. Wenn dem so ist, sei so lieb, lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Der Nico ist weg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ab in die Küche gehen, irgendwas mit Kochi fermentieren. Das ist lecker, sehr, sehr lecker. So, noch ein bisschen Obst dazu, damit es noch süßer wird. Krass, ey. Krass.